Prokrastination auflösen. In diesem Video geht es darum, wie du mit deinen prokrastinierenden Anteilen umgehen kannst, welche Fragen du dir stellen kannst und wie du endlich ins Tun kommst. Jeder von uns hat prokrastinierende Anteile, immer dann, meistens, wenn es darum geht, etwas ins Tun zu bringen, etwas aus der ideellen, spirituellen Welt in die materielle Welt zu bringen, gibt es häufig mal Anteile, die haben was anderes vor, die gehen zum Beispiel alle 10 Minuten zum Kühlschrank und gucken, ob was Neues drin ist, oder sie gehen shoppen oder sie treffen sich mit Freunden oder sie haben heute ganz dringend einen Spa-Termin zum Machen der Fußnägel, Fingernägel oder sonst irgendwas. Also wir alle haben Anteile in uns, die dafür sorgen, dass wir nicht ins Tun kommen und dass wir die Dinge, die wir uns eigentlich für unser Leben vorgenommen haben, nicht in die Umsetzung bringen. Genau darum geht es in diesem Video. Es gibt Fragen von mir, die du dir aufschreiben kannst. Die kannst du immer dann verwenden, wenn du wieder einmal ein neues Projekt startest oder starten möchtest, aber einfach nicht ins Tun kommst und deine Kompensationsmechanismen einsetzen. Bei mir ist es häufig so, wenn ich was Neues starten will, dann werde ich manchmal über Tage hinweg super müde. Immer dann, wenn es eigentlich darum geht, mich an den Schreibtisch zu setzen und etwas Neues zu tun. Und dann muss ich ganz dringend ein Nickerchen machen und ich merke dann immer schon, hier ist gerade mal wieder was schief am Laufen. Der Hintergrund hinter diesem kleinen Äffchen, was einen anderen Plan hat, als die Arbeit zu machen, die es eigentlich zu machen gilt, ist nichts anderes als Angst. Also diese Anteile beschützen uns vor dem Neuen, vor dem Unbekannten, vor dem, was passieren könnte, wenn wir diese Arbeit denn tatsächlich machen, wenn wir uns hinsetzen und das Buch zu Ende schreiben oder die Website endlich aufbauen oder den Kurs rausbringen oder. Also all die Projekte, die wir so haben können als Selbstständige, aber natürlich auch im privaten Bereich. Ja? Jede Veränderung für uns ist schwierig und es gibt immer Anteile in uns, die ziehen das Ewigkeiten hinaus und die reden uns ein, die erzählen ja eigentlich, weiß ich gar nicht genau, was ich will und so weiter und so fort. Also da gibt es dann eine ganze Palette von Ausreden. Ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, das geht nicht, ich bin noch nicht so weit und so weiter und so fort. Und so kommen wir nicht ins Tun. Also, welche Fragen kannst du dir stellen? Ich habe ja schon gesagt, das erste ist zu erkennen, eigentlich habe ich Angst. Ich habe Angst vor dem Neuen, ich habe Angst vor dem Unbekannten. Und das ist völlig in Ordnung. Auch das geht uns allen so. Ja? Selbst wenn Menschen im Außen sehr produktiv aussehen, auch die haben diese Anteile und auch die müssen mit dieser Angst umgehen. Je häufiger du das tust in deinem Leben, desto einfacher wird es und vor allem, desto schneller erkennst du auch, wann du mal wieder in so einem Modus unterwegs bist und eigentlich gerade deine Angst unterdrückst und dir nicht genau anguckst, warum du jetzt nicht ins Tun kommst, sondern 17.000 andere Sachen viel, viel wichtiger sind als das, was du eigentlich für dein Leben generieren möchtest. Die erste Frage, die du dir also stellen kannst, ist, wovor habe ich Angst? Und selbst dann, wenn du mit deiner Angst nicht gut in Kontakt bist, kannst du in diese Situation gehen. Was ist denn die Konsequenz deines Handelns? Also das heißt, wenn du jetzt ins Tun kommst und diese Arbeit gemacht ist, dieser Kurs rausgebracht ist, diese Abschlussarbeit geschrieben ist, diese eine Sache, wenn die gemacht ist, was passiert dann mit deinem Leben? Was verändert sich dann für dich? Es ist zum Beispiel so, dass wenn du eine Abschlussarbeit für ein Studium schreibst, dann ist das Studium zu Ende. Das heißt, danach kommt etwas Neues. Und wenn dieses Neue, was du danach erwartest, nicht wünschenswert ist, dann wirst du deine Abschlussarbeit nicht fertig schreiben. Ähnlich ist das, wenn du ein Projekt hast, vielleicht im beruflichen Kontext, einen bestimmten Kurs rauszubringen. Das heißt, du bringst diesen Kurs raus und dann bist du natürlich an dem Punkt, dass du ihn auch verkaufen musst. Das heißt, du musst etwas Neues lernen, du musst dich weiter aus deiner Komfortzone rausbewegen, um deinen Weg und dieses Leben weiter zu gestalten. Und wenn du das, was danach kommt, nicht haben willst, dann wirst du diese Aufgabe, die du im Hier und Jetzt hast und die du gerade prokrastinierst, natürlich, selbstverständlich nicht ausführen. Also die Frage ist, wovor hast du Angst? Was passiert, wenn du diese Aufgabe fertig hast? Also schau dir an, was ist die Konsequenz des Tuns, des Handelns? Was macht das mit deinem Leben? Was kommt danach? Wir brauchen mehr Perspektive als diese Aufgabe, vor der wir uns gerade drücken. Ja? Also das Ziel dahinter muss attraktiv und natürlich möglichst auch groß sein. Wenn du ein großes Ziel dahinter hast und sagst, okay, das ist jetzt nur ein Baustein auf meinem Weg
Danach kommt noch ein Baustein und dann kommt noch ein Baustein, kommt noch ein Baustein. Und diese Bausteine sollten auch wünschenswert sein und nicht etwas, was du versuchst zu vermeiden. Die Konsequenz deines Handelns. Der zweite Punkt ist, was ist der Preis, den du bezahlst, indem du nicht handelst? Also welchen Preis bezahlst du dafür, dass du nicht ins Handeln kommst? Und dieser Preis ist häufig, dass du natürlich da stehen bleibst, wo du gerade bist, aber das passiert im Leben nicht, sondern eigentlich ist das ein Abstieg. Das heißt, wenn du da bleibst, wo du bist, dann wirst du tendenziell dich mit einer Energie verbinden, wo es weiter nach unten geht, weil nichts in diesem Leben da bleibt, wo es ist. Das heißt, du kannst dich für den Evolutionsprozess entscheiden oder für einen Prozess der Regression eigentlich. Ja? Also du wirst weniger, weil alles um dich herum wird immer mehr. Also was ist der Preis, den du dafür bezahlst, dass du nicht handelst? Und dann, das ist die wichtige Frage, um das Ganze aufzulösen, was ist der Gewinn? Was ist der Gewinn, den du hast, wenn du nicht handelst? Und dann kannst du dich natürlich genauso fragen, was ist der Gewinn, den ich habe, wenn ich handle? Und das ist das, was wirklich spannend ist, also wirklich zu gucken, was willst du damit eigentlich erreichen und ist das erstrebenswert für dich? Wenn du vielleicht aus der Vergangenheit irgendein Ziel auf deinem Vision Board hast oder in deinen Unterlagen hast, wo du sagst, okay, das ist das, was ich machen will und jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, aber ich drücke mich davor und so weiter und so fort. Und der Gewinn, den du von diesem Umsetzen dieses Projektes hast, wenn dieser Gewinn nicht groß genug ist und nicht wirklich erstrebenswert ist, dann verwirf dieses Projekt. Sei ehrlich zu dir, streich es durch, denk dir was Neues aus. Weil dieses im Hinterkopf oder im Nacken ständig irgendetwas sitzen zu haben, was du glaubst machen zu müssen, obwohl du es eigentlich schon längst nicht mehr machen willst, obwohl du davon überhaupt gar keine positive Konsequenz in deinem Leben hast, macht etwas mit dir energetisch, das belastet dich, das schleppst du mit dir rum in deinem Alltag, also lass es los, wenn der Gewinn nicht erstrebenswert ist, also wenn du diese Sache nicht haben willst. Zum Beispiel ist es ja, viele Sachen von den Dingen, die wir uns vornehmen, haben auch eine gesellschaftliche Prägung und es ist häufig so, dass wir uns Dinge vornehmen, die sind wichtig, weil wir dann nach außen irgendetwas sind. Ja, sei das, wenn es ums Geld geht, sei das, wenn es um Gegenstände, Statussymbole geht, Autos, Wohnungen, Häuser, weiß der Kuckuck, was alles. Wenn die Konsequenz zwar ist, dass du gesellschaftlich angesehen wirst, aber das mit dir überhaupt gar nichts macht. Ja, also wenn das nicht wirklich aus deinem Herzen kommt, dann wirst du diese Dinge nicht umsetzen. Also sei dir klar, warum du diese Dinge überhaupt machen willst. Und wenn dein Warum stark genug ist, und du bereit bist, für die Konsequenz deines Handelns die Verantwortung zu übernehmen, dann hast du überhaupt gar kein Problem mit Prokrastination, dann bist du motiviert und tust die Dinge. Was passiert, wenn du da bleibst, wo du jetzt bist? Was passiert mit deinem Leben? Was passiert mit deinen Freunden? Die entwickeln sich weiter. Was passiert mit deiner Partnerschaft? Dein Partner oder deine Partnerin entwickelt sich weiter. Und so weiter und so fort. Also wenn du dich nicht bewegst, wenn du nicht mitkommst, was ist die Konsequenz des Ganzen? Willst du das wirklich oder bist du bereit, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und deine Power zu dir zurückzuholen, deine Kraft zu dir zurückzuholen und zu sagen, okay, ich mache es jetzt. Ich bin jetzt bereit, mich hinzusetzen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, das zu lernen, diese Sachen umzusetzen, diesen Kurs zu produzieren, dieses Produkt fertig zu definieren oder verkaufen zu lernen und so weiter und so fort. Also alles, was du für dein Business brauchst und im privaten Bereich genau das Gleiche. Ich bin jetzt bereit, mir endlich einen Partner zu suchen, ich gehe jetzt daten. Also diese ganzen Dinge kannst du tun und dich entscheiden, dich ins Leben zu werfen, das, was aus dir herauskommt, das, was du wirklich willst, umzusetzen. Dann kannst du die Prokrastination hinter dir lassen. Diesen Prozess wirst du in deinem Leben mehrfach durchlaufen. Mit den verschiedensten Themen, in den verschiedensten Lebensbereichen, sei das beruflich, sei das Partnerschaft, sei das mit Kindern, sei das mit Finanzen. Also merk dir diese Fragen gut, schreib sie dir in dein Journal, sie werden immer wieder kommen. Was hast du davon, wenn du nicht handelst? Ich wünsche dir viel Erfolg. Wenn ich dich dabei unterstützen darf, mach dir gerne einen Termin unter diesem Video für ein kostenloses Erstgespräch und wir sprechen darüber, wie wir gemeinsam deine Ziele erreichen und in dir die Energie auflösen, die dich von dem abhält, was du in deinem Leben gerne haben möchtest. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Tschüss.